Schräge Vögel, ein cooles und richtig handliches Kartenspiel. Ihr seht das schon, das passt hier in meine Hand, kommt in so einer schönen Metalldose. Es ist für 2 bis 5 Spieler und ein Spiel dauert 15 Minuten oder etwas länger. Die Grundidee ist, dass ihr 9 verschiedene Vögel habt. Die habe ich hier schon mal alle ausgelegt. Auf der einen Seite ist eben ein Vogel drauf und auf der Rückseite sind 2 verschiedene Vögel drauf. Ihr merkt schon, hier auf der Vorderseite haben wir den Vogel Nummer 7 und auf der Rückseite ist auch der Vogel Nummer 7 und noch ein anderer Vogel. Zur Spielvorbereitung werden an jeden Spieler verdeckt, also mit der 2-Vogelseite nach oben 3 Karten ausgeteilt und der Rest der Karten wird in 2 Nachziehstapel aufgeteilt. Ziel des Spiels ist es, möglichst viele Punkte durch das Sammeln von verschiedenen Vögeln zu erhalten, aber Punkte bekommt man nur für die Vögel, wenn man eine ungerade Anzahl von Vögeln vor sich hat. Ihr habt ja schon die 3 Karten, die hier vor euch liegen. Ihr dürft die alle anschauen, 2 davon dürft ihr auswählen und mit der Ein-Vogelseite vor euch ablegen und die andere wird verdeckt behalten und am Spielende ausgespielt. Gespielt wird im Uhrzeigersinn. Der Spieler, der am Zug ist, darf von einem von diesen beiden Nachziehstapeln wählen und entscheidet, bevor er die Karte aufdeckt, ob er die Karte an einen Mitspieler weitergeben möchte oder sie selber nehmen möchte. Ich würde jetzt zum Beispiel diese Karte hier nehmen, entscheide, ich nehme sie für mich selber, darf sie dann aufdecken und muss sie direkt entsprechend der Reihenfolge hier anlegen. Wenn ihr mehrere Vögel habt mit der gleichen Nummer, dann werden die einfach untereinander angelegt und wenn ihr einem Mitspieler eine Karte gebt, dann wird sie eben auch genauso beim Mitspieler angelegt. Wenn ein Spieler alle 9 Vogelarten gesammelt hat, dann ist das Spiel vorbei. Ihr legt dann noch die letzte Karte, die ihr hier an der Seite habt, mit aus und es wird gezählt. Nehmen wir an, ein anderer Spieler hätte jetzt schon alle 9 Vogelarten gesammelt und ich müsste meine Punkte zählen, dann würde ich schauen, wie viele Vogelarten mit ungerader Zahl ich gesammelt habe. Hier habe ich eine Karte, das gibt mir also einen Punkt. Hier habe ich einen Vogel, gibt mir also noch einen Punkt. Und weil das hier ja eine gerade Anzahl an Vögeln ist, kriege ich hierfür keine Punkte. Das war auch schon das ganze Spiel. Richtig cool, schnell erklärt und für mich ein absoluter Hingucker, denn die Karten sind wirklich gut geworden und jedes Mal, wenn ich sie in die Hand nehme, dann habe ich schon richtig Lust, das Spiel zu spielen.